Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Kylgast Assault Fly Universe Video. Und man sieht schon, unser Team wird sehr inaktiv sein, weil von mir sind mehrere Chars drin und ich habe schon gesehen, von anderen Leuten sind auch gefühlt 3 oder 4 Chars in dem Team. Also ich glaube, wir haben richtig Pech gehabt beim RNG. Also unser Team ist wahrscheinlich zu 80% AFK oder so. Also das wird wahrscheinlich eine sehr schnelle Runde. Sehr schnell und sehr einseitig, vermutlich. Aber ja, wir werden es sehen, ob ich damit recht haben werde. Okay. Okay, hat keiner reagiert? Du trollst mich, oder? Hat legit niemand reagiert, nicht dein Ernst? War ich der Einzige, der reagiert hat auf die Gegner, die auf uns zulaufen? No way, oder? Der hat einfach 17 Kills mit einem Schuss gemacht. Unbelievable. Naja, wie schon gesagt, das wird extrem einseitig, unabhängig davon. Also selbst wenn das jetzt gerade nicht passiert wäre, ja gut, ich brauche nicht allein zu einem Totem gehen, aber auf die andere Seite hätte es auch nichts gebracht. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Einfach rumlaufen. Aber es gibt eine Neuigkeit, deswegen auch das Video. Ist der gerade gestorben? Ne, okay, ich dachte schon. Oh, achso, er wird angegriffen. Es gibt Neuigkeiten, und zwar habe ich ja ein Q&A-Video gemacht über Fragen von dem Entwickler, die im Discord beantwortet werden. Oder wurden. Und da wurde unter anderem eine Frage über Kylgast Assault tatsächlich gestellt. Und zwar, dass da an Updates gearbeitet wird. Was genau wurde zwar nicht verraten, aber dass halt generell einfach, ja, an Updates gearbeitet wird. By the way, Kills 30:10 fürs Gegnerteam. Also wir liegen schon 20 Kills behind. Oh. They're coming. Oh shit. 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 Ja, aber da wären wir jetzt so gestorben. Damn. In die Höhle des Löwen gelaufen. LMAO. Und wir wissen nicht, wann diese Updates kommen. Also ich persönlich hoffe ja mit dem neuen Update. Und ich hoffe halt nicht, also wie ich es immer sage, das AFK-Problem ist definitiv ein Problem, aber es ist definitiv nicht das einzige Problem. Aber es hat sich für mich so angehört, diese Nachricht, dass es schon so ist, dass da an mehr Sachen gearbeitet wird und jetzt nicht nur an dem AFK-Problem. Und, also an dem AFK-Assault-Problem quasi. Ja, und selbst wenn sie das AFK-Problem lösen, finde ich halt, soll es dann aber auch mit mehr Belohnungen einhergehen. Also es kann nicht sein, dass man dann alle AFK-Leute rausschmeißt. Man versaut den Leuten quasi diese gratis Smating-Scroll-Boxen, die man hier farmen kann. Was ja an für sich schon eher positiv ist grundsätzlich, sonst wird es ja keiner machen. Ich meine, es machen extrem viele Leute, sich hier mit 5 bis 20 Chars reinzustellen. Das ist ja eigentlich nicht das, was so negativ gesehen wird. Das Negativ ist halt, dass du halt aktiv spielst und du kriegst das gleiche, wenn du AFK bist. Das ist ja eigentlich das Kernproblem. Und das heißt, wenn sie die AFK-Leute rausschmeißen, müssen sie aber zeitgleich auch die Belohnungen verbessern für Leute, die tatsächlich aktiv spielen. Weil sonst macht das natürlich keinen Sinn. Got him. Und das weiß ich nicht, ob sie das machen werden. Das ist halt die Frage. Ich hoffe schon, weil anders macht es halt keinen Sinn. Weil wenn sie das wirklich machen würden, dass sie jetzt quasi sagen, okay, wenn du nicht mindestens irgendwie eine gewisse Anzahl an Punkten erreichst oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung, dann würde einfach keiner mehr mitmachen und dann würde der Modus genauso irrelevant werden wie andere PvP-Modi für über 90% der Community. Und das ist ja wirklich nicht der Sinn von dem Modus, weil der Sinn von dem Modus ist ja vor allem, dass es die Kombination von PvE und PvP ist. Was eigentlich auch lächerlich ist. Weil der PvE-Aspekt hier definitiv im Hintergrund steht, weil wenn das andere Team viel zu stark ist im PvP, haben wir schon oft gesehen, kann man nicht viel machen tatsächlich. Oh, got him. Hier die Boys ein bisschen beschützen, die PvE-Boys. Killtechnik. Wir sind schon 40 Kills behind. Es ist halt auch so traurig, dass du das von Anfang an sagen kannst, dass du so heftig verlieren wirst, ne? Also wenn ich schon sagen kann, bevor es überhaupt losgeht, dass wir verlieren werden, woher weiß ich das, ja? Also ich meine, das ist einfach Erfahrungswerte. Du siehst, in deinem Team sind 20 Charakter von 2 Leuten. Also ich bin ja auch einer davon und ich sage ja nicht, dass ich es nicht mache. Aber das ist halt wirklich, es ist so freaking nervig einfach. Es ist richtig, richtig bescheuert. Also ich sehe schon, kaum wahrscheinlich wird das Update ein Jahr her sein, wo Kylgast Assault kam.
der Release von dem Modus und erst dann wird es endlich mal in Anführungszeichen spielbar werden. Da kommt er schon wieder. Ah, jetzt hat er mich gefokust. Ey, komm! Oh. Aber hier hat auch niemand reagiert, Alter. Genau wie vorher, nur vorher war es viel schlimmer, weil es da gefühlt 20 Leute waren, die nicht reagiert haben. Ja, und ich dachte mir schon fast, dass wir hier gespawn-trapped werden. Das Ding ist over. Uiuiui, ganz schön tanky, die Boys. Mein Stun ist auf Cooldown. Ah, ja, viel zu tanky. Keine Chance. Diese freaking RMs. Shit. Wie viel steht's? 122 zu 56. Es wurde nur ein einziges Totem eingenommen, fällt mir gerade auf. Ja, Artefakt. Aber das Problem bei den Artefakten ist auch, dass die AP von den Dingern erhöht haben. Die einzunehmen ist jetzt ultra schwierig, weil sobald einmal gekillt wird, resetten die ja, beziehungsweise die stellen ja AP wieder her. Das heißt, es ist eigentlich ultra schwierig, jetzt Artefakte einzunehmen, wenn die ganze Zeit auch darum gekämpft wird. Weil jedes Mal, wenn unterbrochen wird, heilt sich das Ding wieder einfach auf Full Life und dann musste alles nochmal machen. Shit! Zu viele Ziele? Aber also auch vom Gegnerteam, also gefühlt spielen hier 10, 15 Leute von 200 Charaktern aus jedem Team. Also das ist halt geistesgestört. Also so schlimm war es schon lange nicht mehr. Es ist wirklich insane. Es ist wirklich AFK Assault. Das ist einfach nur geisteskrank. Und dass wir jetzt erst die Änderung bekommen, das hätte eigentlich ganz ehrlich, das wäre eigentlich ein guter Teil gewesen, wenn sie das im ersten Battle for Madrigal Update enthalten hätten können. Alter, der heizt sich hier nicht ernsthaft gegen 10 Leute, oder? What the fuck? Ja, das hätte eigentlich in Teil 1 von Battle for Madrigal kommen müssen. Die Kaigas Assault Updates. Uiuiui. Oh, ich glaube, der Ranger ist ein Dagelo. Ach, Dagelo ist auch so. Ist auch so ein Problemkind, ne? Shit. Ah, ich wusste es! Ich wollte schon sagen, da war doch gar keiner. Dagelo. Ja gut, ich meine, die Runde dauert tatsächlich länger als gedacht, weil einfach kein Schwein gegen Kaigas kämpft. Es wurden nur 2 Artefakte eingenommen. Es scheint generell einfach jeder AFK zu sein. Das ist geisteskrank. Irgendwann, ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich bei Unentschieden. Also rein theoretisch müsste ja Unentschieden möglich sein, theoretisch, wenn wirklich 50-50 ist. Wenn einfach niemand irgendwas machen würde. Keine Ahnung, was dann passiert, ehrlich gesagt. Das ist wahrscheinlich noch nie passiert. Killt ihn! Also die Gegner haben auf jeden Fall doppelt so viel Kills. Die ganze Zeit schon. Immer. Die ganze verdammte Zeit. Geht doch mal einer den da hier. Ist, Scheißdreck hier. Achso, wir machen dem keinen Schaden, weil wir kein einziges Artefakt haben. LMAO. Wir können gar nicht gewinnen. Also wir können nicht mal gegen Kaigas kämpfen, LMAO. Ach, das ist doch so ein Schwachsinn. Also ganz ehrlich, das sollten sie aber echt ändern. Also, dass man 0 Schaden macht, beziehungsweise 1, also das ist schon ziemlich bescheuert. Keine Chance ohne GT. Also ich meine ganz ehrlich, das ist wirklich dumm. Also ich verstehe, dass man, also vor allem, du kriegst für jedes Totem einen Schadenbonus, jedes Artefakt, whatever, macht Sinn. Dass du dann einen extremen Vorteil hast gegen deinen Gegner, macht auch Sinn. Aber dass der Gegner dann wirklich gar keinen Schaden machen kann, finde ich, macht jetzt eher weniger Sinn. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja erst die HP von den Artefakten erhöht wurde und es umso viel schwieriger dadurch ist, überhaupt ein Artefakt einzunehmen. Die Gegner zerstören uns gerade komplett und sie haben nur 2 Artefakte. Das spricht ja Bände darüber, wie schwierig es überhaupt ist, die Artefakte einzunehmen. Also wirklich ziemlich dämlich. Wie viel HP hat der? Der hat bestimmt 70k oder so. Ey, Karamba. Eieiei.
Zu viele Gegner. Uff. PvP-Equipment, keine Chance. Und er wird gehealt. Ich frage mich nur, warum die so wenig Damage machen. Was macht der da? Die Milchschnitte. Oh man. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was sie sich bei dem Modus gedacht haben. Es fehlt einfach so viel, es fehlt einfach gefühlt alles, um das jetzt zu einem erfolgreichen Spielmodus zu machen. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Also das Grundkonzept ist straight Trash. Nice, gestunt und tötet mich einfach trotzdem. Ja, ich glaube, ich beende es jetzt an dieser Stelle, weil es wird nicht mehr viel passieren außer Spawn-Camping, weil jetzt unsere Death-Timer so lange sind, dass wir jetzt eh nichts mehr machen können. Wir haben es probiert, ab 200 Toten sind die Death-Timer zu lange. Literally über 80% unseres Teams ist AFK. Selbst bei den Gegnern sind so viele Leute AFK, aber offensichtlich weniger. Also viele Leute AFK, aber weniger als bei uns. Ja, also liebes Scala-Team, liebes Entwickler-Team, es wäre wirklich schön, wenn ihr diesen Modus endlich mal updaten könntet. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Und ich poste vielleicht, also ich warte noch kurz, bis meine Stats kommen und schaue natürlich noch die Rangliste an. Aber bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao. Es ist endlich vorbei, wir haben es geschafft. It's over. Uiuiui. 800 Damage? Damn, das habe ich auch noch nie gesehen. It's over! Wer hätte es gedacht? Kaigas nur Team White, weil wir konnten gar keinen Schaden machen. Wäre mal interessant, wo hier der Höchste mit Team Black ist. No way. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Der Höchste vom Team Black hat einfach 88 Schaden. Alter, nicht dein Ernst. LMAO. Artefakt hatten wir sogar 2 in den Top 5. Und killtechnisch, wer hätte es gedacht? Oh, ne, meint einer sogar. Na gut. Ja, war also gar nicht so schlecht. Wo bin ich? Rang 15? Oh, 5 Kills tatsächlich nur. Damn. That's pretty bad. Aber ja, es ist eine Shitshow. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.